einem kleinen Kanalupdate heute. Es wird heute kein normales Video von unterwegs oder sonst wo geben, sondern ich möchte euch einfach ein paar Informationen mitteilen, die euch und mich in den nächsten Wochen, Monaten und so weiter betreffen wird. Fangen wir an mit Nummer 1. Ich habe endlich den Schritt der Monetarisierung geschafft. Ich habe endlich meine Watchtime erreicht, die mir noch gefehlt hatte. Und ja, das heißt für mich, ich kann jetzt mit YouTube ein paar Cent dazu verdienen mit den Videos, die ich mache. Was mich natürlich freut, und ich bin gespannt, ob da wirklich ein bisschen was mehr rumkommt oder nicht, weil so viele Follower habe ich ja auch nicht, dass es sich wahrscheinlich lohnt, aber wir werden sehen, wie es wird. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das geschafft haben. Das habe ich natürlich euch zu verdanken, denn ihr schaut meine Videos an und ihr generiert die Watchtime, die man für die Monetarisierung braucht. Und ja, das heißt für euch, dass in meinen Videos jetzt Werbung zu sehen sein wird. Meistens kann man die nach ein paar Sekunden wegklicken. Klick, klick, klick. Und ja, ich hoffe, ihr werdet euch dran gewöhnen, weil das ist jetzt natürlich neu. Aber sehr viele YouTuber haben das natürlich und ja, ich bin auf jeden Fall happy, dass wir das jetzt geschafft haben und bin gespannt, ob da was dabei herumkommt. Dann ja, ich werde in der nächsten Woche auf eine kleine Reise gehen. Ich bin zu einer Pressereise nach Kansai eingeladen und das heißt natürlich, ich werde unterwegs sein. Und da ich leider keinen Vorrat an geschnittenen Videos habe, wird wahrscheinlich dann in den nächsten oder wahrscheinlich eher in den nächsten 2 Wochen kein neues Video kommen. Das heißt, dieses Update ist eine Ankündigung einer kleinen Mini-Pause, weil ich einfach nicht dazu komme, neue Sachen hochzuladen. Aber ihr könnt mir währenddessen gerne auf meinen Social-Media-Kanälen folgen, denn auf Twitter, Instagram und Facebook werde ich natürlich nicht nur auf der Reise berichten, sondern da poste ich eigentlich fast täglich. Aber während der Kansai-Reise werde ich natürlich da auch jede Menge zeigen, was wir in diesen Tagen unterwegs alles erleben und ich bin sehr gespannt, wie es sein wird. Ich bin schon richtig aufgeregt. Dann kommt natürlich die kleine Frage, wie es denn danach weitergeht, denn ich bin ehrlich, ich habe noch jede Menge an Material aufzuarbeiten. Bei der Kansai-Reise werde ich eventuell ein kleines Best of Kansai machen mit den Sachen, wo wir waren, aber halt nur alles ein bisschen klein zusammengeschnitten. Aber ich habe unter anderem noch unsere Sommerreise und unsere Herbstreise hier unbearbeitet rumliegen. Und ja, ich möchte eine kleine Umfrage machen. Was möchtet ihr denn zuerst sehen? Möchtet ihr erst unsere Sommerreise sehen? Da waren wir in der Präfektur Yamagata unterwegs. Wir sind auf den Yamadera in diesen hohen Schrein oben auf den Berg hochgewandert und wir haben ein Matsuri gesehen. Und wir waren dann in der Präfektur Fukushima in Aizu Wakamatsu bei der Burg und haben uns da so einiges angeschaut. Möchtet ihr das zuerst sehen? Oder möchtet ihr lieber unsere Herbstreise sehen? Denn da waren wir in Hiroshima. Da haben wir uns auch so einiges angeschaut. Wir waren natürlich auf Miyajima, auf der berühmten Insel. Dort waren wir im Rilakkuma Café und sind auch da den Berg hochgekraxelt. Und haben uns natürlich auch ein bisschen was in Hiroshima angeschaut. Und ja, ich kann mich nicht so richtig entscheiden, denn ich finde beides eigentlich toll. Und ich würde gerne an beiden arbeiten, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Denn Yamagata, das wird wahrscheinlich 5 Teile geben, weil wir waren 5 Tage unterwegs. Und Hiroshima werden 3 Teile, wir waren mit 3 Teile unterwegs. Das heißt, die Reisevideos werden sich auch ein bisschen über Wochen hinziehen, wenn nicht sogar über Monate. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr zuerst sehen wollt. Wollt ihr erst die Sommerreise in Yamagata, Fukushima sehen oder die Herbstreise nach Hiroshima? Ich werde dann schauen, wo die Tendenz hingeht und anfangen zu schneiden, damit es dann spätestens Ende Januar oder Anfang Februar mit den Reisevideos losgehen kann. Zudem habe ich auch noch ein Video rumliegen, wo ich überlege, ich habe es im April letzten Jahres aufgenommen. Das heißt, es ist schon echt alt. Und da habe ich meinen Koffer aus Deutschland ausgepackt. Also was ich mir aus Deutschland alles mitgenommen habe für mein Leben hier in Japan. Und ich werde mal schauen, ob ich mich endlich mal dran setze, dieses zu bearbeiten. Ich hoffe, dass es für euch ein interessantes Thema wird. Also das könnte dann irgendwann demnächst auch mal so reinplumpsen, so fast nach einem Jahr. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was mich jetzt dieses Jahr 2020 in Japan alles erwarten wird. Es startet auf jeden Fall erstmal mit der Kansai-Reise, die nächste Woche beginnt und auf die ich mich sehr freue. Und natürlich werden wir auch einiges anderes wieder erleben. Und ich werde versuchen, alles Mögliche zu berichten. Also schreibt mir gerne ein paar Kommentare, lasst ein Däumchen hoch da vom Video und
Abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr meine Videos sehen möchtet, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das war mein kleines Update und bis bald. Tschüss!